Auf den Schock jetzt erstmal eine Stärkung. So ist es. Aber wir kriegen das hin. Mhm. Willkommen und Assalamu alaikum aus Usbekistan. Ja, wie ihr im letzten Video schon gesehen habt, haben wir leider unsere Stoßstange auf einer Wellblechpiste überfahren. Die ist dann liegen geblieben und am nächsten Morgen haben wir sie gesucht und haben sie wiedergefunden, aber jemand hat das Nummernschild weggenommen. Bei der Polizei konnte man uns nicht helfen und es konnte uns auch kein usbekisches Kennzeichen gebaut werden, weil dazu muss man einen Wohnsitz in Usbekistan haben. Also haben wir beschlossen, erst einmal den Schaden zu reparieren. Und wir sind auch zu einem DHL-Express-Geschäft gegangen, wo wir es dann veranlasst haben, dass Ersatznummernschilder aus Deutschland geschickt werden. Also in diesem Autoteile-Bazar habe ich jetzt Spanngurte gefunden und Kantenschutz und damit können wir jetzt bei unserem Auto vorne die Stoßstange wieder befestigen. Juhu! Ein voller Erfolg. Hello. Hallo. Du bist fleißig. Ja. Alles sauber hier. Nein. Alles neu macht der Frühling. Ich habe 5 Stellen zum Kleben entdeckt. Das Okay. hier ist aber schon mal sauber. So, ich habe jetzt hier überall den Kantenschutz hingemacht. Hier. Und der Plan ist, dann gehen wir einmal mit dem Ding hier drüber, unten durch, hier unten lang und wieder hier rüber. Und dann wieder rüber. Genau. Mal gucken. Ich habe was entdeckt, was ich nicht gut finde. Hier ist unsere Ölwanne und da befindet sich offensichtlich eine ganze Menge Sand, der einfach so mitfährt, obwohl er keine Berechtigung hat. Das ist jetzt hier verdeckt tun. Mitgefahren. Aber das ist das Resultat des Tages. Hier wurde geklebt. Hier wurden Sachen festgemacht. Ja, und geputzt innen drin wurde auch noch. Huhu. Unser Luftfilter nach einer Woche Usbekistan. Ich glaube, das geht aber noch besser nicht. Siehst du das? Wer werde ich denn narrisch? Das ist die halbe Wüste. Das ist die ganze Wüste. Dass wir überhaupt noch Auto fahren konnten, das ist gerade unglaublich, oder? Mhm. Nachdem wir unsere Lernkurve erweitert haben mit den Nummernschildern, kehrt jetzt wieder etwas Normalität ein. Wir werden heute nach diesem leckeren Frühstück Shiva erkunden. Man sieht da drüben schon die Stadtmauern. Also ich würde sagen, das ist ein Frühstück mit schönem Ausblick. Entgegensprüchlich von iOverlander, wo stand, dass das hier wenig Frühstück wäre, weil das ist hier der Hostel-Deal, den wir gemacht haben, finden wir, dass das ein sehr reichhaltiges und großes Frühstück ist. In Usbekistan hat man teilweise sehr viel Geld am Start. Das ist alles Bargeld. Dieser Schein hier sind so 3 Euro, ganz grob, das sind 50.000. 1 Euro sind 14.700 und der Eintritt jetzt für uns in diese alte Stadt kostet 300.000 zu zweit. Also ungefähr ja, ein Häuschen auf dem Land in Deutschland. In Euro. Wir sind jetzt in Shiva und damit wir gute Touris sind, haben wir auch eine Liste bekommen zum Abarbeiten. Hier 1, 2, 3, 4 und da sieht man dann ganz genau, wie man wo lang läuft. Da macht man immer so Häkchen und wenn man alles geschafft hat, dann darf man gehen. Genau, wir haben jetzt 2-Tagestickets für alle Museen und Sehenswürdigkeiten gekauft, 200.000 Som pro Tag.
Und das werden wir jetzt tun. Los geht's! Um unsere Wartezeit ein wenig zu verkürzen, sind wir lange zwischen Urgench und Shiva hin und her gependelt und haben dort unsere Zeit verbracht. Auf jeden Fall für uns eine wunderschöne Zeit, denn die Ecke ist sehr, sehr schön, sehr empfehlenswert. Hier sieht man ein paar Bilder von Shiva oder wie die Locals eben sagen, Shiva. Dies ist eine der alten Wüstenstädte bzw. der alten Seidenstraßen Hochburgen und man sieht es schon an den Verzierungen und an den tollen Farben dieser Stadt und an der Architektur, wie viel Geld damals durch die Seidenstraße geflossen ist und wie wichtig diese Städte für die Seidenstraße waren. Bis dato wussten wir noch nicht, dass Riva oder Shiva noch eine von den kleineren Städten dieser Art ist. Aber wir fanden es unglaublich schön und super beeindruckend. Und wie man hier sehen kann, haben wir auch das 2-Tagesticket perfekt ausgenutzt. Es ist wunderbar, dass man eben an 2 Tagen den Eintritt zu allen möglichen speziellen Gebäuden innerhalb der alten Stadt bekommt. Man kann stets kostenlos durch die alte Stadt durchlaufen und natürlich, wenn man am Eingang sagt, man möchte nur shoppen, dann wird man hineingelassen und dann kann man eben an den zahlreichen Geschäften Geld ausgeben und auch in den Restaurants zu essen gehen. Das haben wir auch im Laufe der Zeit öfter getan, denn während unserer fast 2-wöchigen Wartezeit in Shiva und in Urgench haben wir auch uns öfter mal in ein Restaurant gesetzt und haben dort den ganzen Tag am Laptop etwas gearbeitet. Und das war eine sehr angenehme Zeit und wir haben da das auch sehr genossen. Hier wurde dann studiert. Das hier war wohl eine Art Universität und das hier ist ein Sextant. Also ich glaube, damit hat man den Himmel ausgemessen. Und man war sich schon darüber im Klaren, dass die Erde rund ist. Hier gibt es ein Erklärvideo auf Russisch. Und noch ein Studierzimmer. Man fühlt sich irgendwie in der Zeit zurückversetzt, wenn man hier durch die Gassen schlendert. Es ist
Ja, man kann dafür gar keine Worte finden. Nur positive. Ganz besonders zu empfehlen ist Shiva, beziehungsweise all diese wunderschönen Städte an der Seidenstraße bei Nacht. Denn die Gebäude werden wunderschön angeleuchtet und die Stimmung ist dann ganz besonders schön. Nebenraum hier werden Tiere ausgestellt und es scheint wohl hier eine ganze Menge Land zu geben.
vielleicht gar nicht so nett sind. So Kobras, Vipern, und hier oben sieht man auch nochmal verschiedenste. Mir gefällt besonders gut dieses kleine Krokodil hier. Ja, ich mag eher das Gift nicht. Schlangen, Kobra, Viper, Blue Snake. Und hier sieht man auch ganz viele Vipern ausgestellt. Super finde ich auch hier. Wasserschlange. Ja, ganz, ganz toll. Ich habe einen Geheimgang gefunden. So mache ich nie. An unserem ersten Tag in Chiva haben wir, als wir in einem kleinen Restaurant gesessen haben, Philipp kennengelernt. Philipp war uns auf Anhieb sympathisch. Philipp ist mit seinem Buchanka von Hannover bis nach Usbekistan gefahren. Aber nicht so wie wir, sondern Philipp fährt jedes Jahr einen Monat durch die Welt und parkt sein Auto dann irgendwo wieder am Flugzeug unter, wo es dann problemlos wieder ein Jahr stehen kann. Diese Art und Weise zu reisen hat uns sehr beeindruckt. Das Auto hat uns ebenfalls sehr beeindruckt. Und wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir mit Philipp eine so coole Zeit hatten und so tolle Gespräche führen konnten. Du willst einen Apfel, oder? Komm zurück. Geh nicht. Lass mich weg. Kleiner Fischdachs. Oh, bist du ein Feiner. Ja, ich freue mich auch, dich kennenzulernen. Ja, hallo. Heute gibt es mal wieder Ploff. Wir machen gerade Mittagspause. Wir sind ja jetzt hier digital am Abend. Mal Zeit gefunden, um Büroarbeit zu machen. In einem wunderschönen Büro hier. Na, Happy Wife? Wir haben jetzt für unseren Frischwassertank 250 Liter Wasser gekauft. Und das hat hier ungefähr 250.000 Som gekostet. 25.000. Entschuldigung, ja, ich rede Quatsch. 25.000 Som gekostet und das sind umgerechnet ungefähr weniger als 2 Euro. Und ja, finden wir fair. Wasser ist hier, obwohl es hier eine sehr grüne Region ist, in Usbekistan trotzdem eine wertvolle Ressource und dafür zahlen wir natürlich gerne Geld. Absolut. Hier ist unsere Kaffeepause und da ist der Wasseranschluss. Die Locals kommen ja auch immer her und gönnen sich eine Tasse Wasser.
Heute ist übrigens in Usbekistan noch ein Nationalfeiertag, quasi dann, wenn in Deutschland Vatertag ist. Denn man gedenkt heute mit der ganzen Nation seinen Toten und all den Menschen, die im Dienst Usbekistans Großes getan haben, sei es zur Verteidigung oder sonst irgendwie. Und deswegen sind die Menschen heute auch ein bisschen feierlicher, wie wir schon feststellen konnten. Heute Morgen zum Beispiel an unserem Stellplatz in Chiva waren ganz, ganz, ganz viele Schulklassen unterwegs. Zu erwähnen ist auch, dass Usbekistan zum Reisen ein unfassbar günstiges Land ist. So kann man sagen, dass zu der Zeit, in der wir in Usbekistan unterwegs waren, der Wechselkurs zu einem Euro zwischen 13.000 und 14.700 geschwankt war und ein Plov in einem touristischen Restaurant um die 35.000 gekostet hat. Natürlich aber viel, viel günstiger war, weil man nicht touristisch unterwegs war. Und so konnte man zum Beispiel pro Person mit Getränken für 3 bis 4 Euro ein Mittagessen erhalten. Zu erwähnen ist aber noch, dass es immer noch eine Servicegebühr gibt in jedem Restaurant, die zwischen 15% und 20% liegt. Aber eben bei diesen Umrechnungskursen oder Wechselkursen ist es einfach unfassbar günstig, in Usbekistan zu reisen. Ja, und ich finde es übrigens auch extrem genial, dass das Trinkgeld einfach immer schon in dieser Servicegebühr mit dabei ist und man nicht irgendwie immer selbst überlegen muss, gebe ich jetzt ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, ist es unhöflich oder nicht. Das fand ich immer sehr gut. Ja, ganz im Gegenteil. Es war sogar so, wenn wir einen sehr guten Service hatten, haben wir versucht, Trinkgeld zu geben und die Leute fanden es gar nicht so cool. Denn sie sagen, ich lebe von dieser Servicegebühr. Und ja, wir wollten einfach nett sein, aber haben unbeabsichtigt vielleicht einfach die Leute beleidigt, was wir natürlich nicht wollten. Das haben wir dann aber auch nur ein- oder zweimal gemacht und dann haben wir es nie wieder versucht, sozusagen Trinkgeld obendrauf zu geben. Dadurch, dass wir quasi in Organisch-Shiva ein wenig Zeit verbringen mussten, haben uns unsere Reisefreunde, die wir in Georgien schon getroffen hatten, Malte und Steffi mit ihren Kiddies wieder eingeholt in Shiva und wir hatten zusammen auch noch ein paar schöne Tage in Shiva. Ja, das war toll. Wir haben etliche Lavash zusammen gegessen und sind durch alle Parks spaziert und haben Spielplätze gesucht und ja, sind durch die Stadt geschlendert. Und wir waren ja dann quasi schon die Touristenguides, denn wir kannten Chiva schon in- und auswendig. Was kostet ein Lavash? Lavash kostet auch irgendwie so 25.000 bis 35.000, also für 2,50 € ist man immer gut dabei und bekommt ein richtig, richtig leckeres, dürremartiges, orientalisch angehauchtes ja, Imbiss etwas. Hello. 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 Ah. Germania? Germania. Ah, Germania. Ah. Germania? Der Typ da. Der. Ah ja, witzig. Germania. So, wenn man in Zentralasien ein Ersatzteil sucht, dann geht man auf einen sogenannten Car-Bazar. Das sind einfach Anreihungen von verschiedenen Ersatzteilgeschäften. Und dann kennt jeder jeden und wenn man irgendwas sucht, wird man weitergeleitet. Und hier werden wir eben auch von Samshid, der auch für uns ganz nett gesungen hat, das leider nicht auf Video haben. Hier hilft er uns eben, einen Keilrippenriemen für Malte zu finden, für seinen großen LKW. Und so gehen wir durch alle möglichen Geschäfte, die Keilrippenriemen im Angebot haben. Echt immer sehr lustig. Am Ende haben wir den passenden Keilrippenriemen für Malte leider nicht entdeckt oder gefunden. Wir hatten aber ein sehr schönes Erlebnis. Der heutige Lavash ist wieder super.
Wir wollen morgen in Urgench in einen Coworking Space gehen, den wir uns eben auch schon angeguckt hatten. Wirklich ein tolles Teil. Und hatten davor einen Polizisten getroffen, den wir fragen wollten, ob wir davor übernachten können, und der war sehr lieb und hat extra nochmal für uns die Touristenpolizei angerufen, und die Touristenpolizei hatte uns erklärt, dass wir doch bitte nicht schlafen sollen, denn es wäre immer sehr viel los und sehr laut, und er hat uns dann gebeten, dass wir doch bitte entweder vor einem großen Hotel schlafen sollen mit unserem Auto oder und da sind wir jetzt auch hingefahren, vor dem Flughafen von Urgench. Und ja, here we are. Das ist auf jeden Fall ein schöner Parkplatz, schön eben, schön gerade und ruhig. Und da werden wir dann die Nacht verbringen. Ich gleich, aber erstmal. Guck mal deine Tasse. Andi, wo sind wir hier? In dem Coworking Space Dairytel in Uganch. Hier gibt es einen ultra schicken, modernen Coworking Space und sehr erschwinglich. Der Kaffee ist umsonst. Und Ja, schaut euch das mal an, wie schön es hier ausschaut. Ja, wir sind hier, weil wir ein bisschen Zeit haben, hier zu sein. Und wir dachten, wir checken mal diese Möglichkeit hier aus, wie man potenziell auf Reisen arbeiten könnte. Und wie man hier sieht, das ist mega cool. Die Leute bringen einfach ihre Kinder mit hierher. Hier wird viel gearbeitet. Hier sieht man die Kaffee-Ecke, wo man sich Kaffee holen kann. Überall gibt es gemütliche Plätze zum Hinsetzen und Arbeiten. Und dass es so coole Orte überall auf der Welt gibt, das ist so schön. So, wir versuchen jetzt ein paar wunderschöne Fliesen zu ergattern aus Chiba, mit den ganz besonderen Farben von hier und den ganz besonderen Stil, denn wir möchten in unserer Kochecke ein paar Fliesen verbauen, da wir eine Stelle haben, wo das die HPL-Beschichtung auf dem Holz die Wärme nicht ganz aushält. Und mal schauen, was wir so ergattern. Ich möchte dich was fragen. Denkst du, wir brauchen hier 3 oder würden auch 2 reichen? Wobei es nicht unmöglich, das gerade zu bekommen. Hier. Also. So. Münze ist das. Okay, also wir hatten hier eine kleine, sagen wir mal, Renovierungsaction. Denn wir haben ja hier eine Ecke, wo hier an der Seite schon das Holz kaputt gegangen ist, weil die Hitze hier immer abstrahlt. Und wir haben ja diese wunderschönen Fliesen in Chiba auf den Touristenmarkt gefunden, die hier von Hand hergestellt werden. Und haben dafür unserer Meinung nach auch einen fairen Preis bekommen. Und die haben wir jetzt an die Wand geklebt und verfugt. Und wir sind von dem Ergebnis sehr begeistert. Das Schöne ist, dass diese Fliesen hier die Farben der Stadt Chiba haben, und das sind verschiedene Blautöne und Grüntöne, wie man auch schon in der Stadt sah. Und wir finden, dass diese Farben perfekt zu unseren Schränken passen. Wir haben zum Beispiel gehört, dass in Samarkand die Fliesen sehr viel bunter hergestellt werden. Und deswegen haben wir uns gefreut, dass wir so tolle Fliesen, die so gut zu unserem Auto passen, gefunden haben. So, wir sind jetzt gerade auf dem Weg von Chiba, nicht Chiba, sondern Chiba nach Urgench, weil wir ja ein Paket erwarten, ganz dringend, und jetzt noch Zollformalitäten geklärt werden müssen, von denen wir noch nichts wussten. Das ist aber sehr, sehr wichtig, denn wir brauchen dieses Paket und möchten hier nicht unser Visum verlängern. Und jetzt sind wir mal gespannt, wie das wird.
Wir müssen irgendein Dokument beantragen und wir wissen nicht, ob die Beantragung jetzt innerhalb von 5 Minuten geht oder innerhalb von 2 Wochen geht. Aber solange wir dieses Dokument nicht haben, kann uns der Zoll unser Paket nicht aushändigen. Und das wird übel, weil wir haben nicht mehr viel Aufenthaltsdauer in diesem Land. Ja, aber wir stressen uns jetzt nicht. Wir finden eine Lösung. Und ganz im Zweifel finden wir auch eine Lösung, wie wir hier unser Visum verlängern können. Für wen war das Gericht? Das war die Speise des Lords. Vom Khan. Für seine ganzen Frauen. Oh. Thank you very much. Thank you too. Thank you. Also die Flasche, die ist auch schon 2/3 weg. Bei dem Trinken auf unsere Freunde mussten wir auch ganz austrinken. Also dieses Ding musste auf einen Schluck weg. Und als Beweis hat dann jeder am Tisch sein Glas so hingestellt, Ja, um zu demonstrieren, dass er ausgetrunken hat. Da hat auch die Muriel mitgemacht. ja. Da bin ich ja sehr stark von ihr. Und ich habe auch noch ein Bier erhalten. Ja. Das ist ein usbekisches Bier. Schmeckt auch sehr gut. Es Ja. kann definitiv mit dem Deutschen mithalten, auf jeden Fall. Und hier in diesem Brotkorb liegt ganz viel sehr traditionelles Brot. Also hier sind zum Beispiel immer diese Verzierungen eingearbeitet worden. Das hier ist aus Taschkent. Das ist das Taschkent-Brot. Das ist so besonders dick. Genau. Und das hier ist das russische Brot. Und Schmeckt ein bisschen wie Baguette. ja, Genau. Ja. und das ist eine Nationalspeise mal wieder. Und wir dürfen uns auch nicht revanchieren und ihn einladen. Und wir sind auch noch mal zur Familie eingeladen. Die sind so lieb, die Leute. Ja. Wir sind gerade auf Mission und suchen ein Geschenk für Yoshi, weil er bald Geburtstag hat. Und dabei haben wir Jenny entdeckt. Tada! Isuzu NQR mit Turbodiesel. Das ist fast unser Auto. Ja, und damit es noch ein bisschen realistischer ist, warte, gibt es hier das Dach und uns fehlt sogar ein Reifen. Uns fehlt sogar der Reifen. Schon aus der Box raus, fertig. Das ist sogar hinten links. Ja. Mega, echt. Tada! Tada! Hier sieht man uns auf dem Urgenscher Bazar, den größten, den wir bis dato gefunden haben und für uns auch der authentischste. Denn alle Locals besorgen dort das, was sie zum täglichen Leben brauchen. Also nicht alle, aber manche schon. Das schaut ja auch cool aus, oder? Was ist das? Handzucker. Cool. Ich glaube, da hinten auch. So, Miri, was passiert hier? Ich habe keine Ahnung, aber sieht spannend aus. Ich glaube, da drüben werden Stoffe verkauft. Ich finde es extrem schade, dass hier hinter mir ein riesiges Shoppingcenter gebaut wird und der ganze schöne Markt, der hier überall herum floriert, wird damit halt untergraben. Der ist Und, riesig. Wir haben noch nie so einen riesigen besucht. Wir haben schon große besucht. und dieses Shoppingcenter ist halt, wie überall auf der Welt auch, komplett hässlich wahrscheinlich. Weil ich habe gerade eben so schlecht gehandelt. Ich wollte einen Bund Lauchzwiebel, da hat sie mir 3 für 5.000 angeboten. Das sind so ungefähr 30 Cent. Und dann habe ich gesagt, ich hätte gern noch einen Bund Minze. Dann meint sie so, sie schenkt ihn mir dazu. Und dann habe ich erst begriffen, scheiße, sie wollte mit mir handeln. Aber sie hat sehr breit gegrinst. Ich glaube, sie hat sich gefreut über das gute Geschäft. Das hier ist einer der traditionellen Öfen, die hier wirklich überall an jedem Straßenrand, an jeder Ecke stehen. Der hier sogar mit Rollen, was sehr cool ist, wo immer sehr leckeres Essen zubereitet wird. Draußen blitzt es und drin machen wir unseren Filmabend. My friend, please accept your parcel. Oh, wow! Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you.
Welcome to Kharezm. Es ist da! Wuhu! Yeah, okay. No. Tada! Oh. Very good. Yeah, thank you. Wir sind erleichtert, wir haben unser Paket aus Deutschland bekommen. Cheers. Es war schwierig. Also wir haben die Paketverfolgung ständig überprüft und haben geschaut, wo es gerade ist. Am Montag war es dann so, dass wir ganz kurzfristig noch zum lokalen Bürgeramt gehen mussten und dort ein Dokument beantragen, ein Personal Identification Document. Das haben wir am Abend ganz schnell noch mit Timur zusammen gemacht. Wir haben ihn im Büro abgeholt und sind mit ihm zum Büro geheizt, das ist im Bürgerbüro, haben es beantragt. Am nächsten Tag sind wir selbst hin, um es auf eigene Faust abzuholen. Ich habe dann dort 2 Stunden lang warten müssen, nur für die Abholung. Und über 1 Stunde ist deswegen draufgegangen, weil ich vor dem Bezahlschalter nicht bezahlen konnte. Alle anderen Leute auch nicht, weil die Frau da drin sehr langsam gearbeitet hat und irgendwann genervt ihr Türchen zugemacht hat. Also es ist ganz genau wie in Deutschland mit diesen Ämtern. Das habe ich auch mal mitnehmen dürfen, das war echt lustig. Aber alle verbünden sich gegen den gemeinsamen Feind und das ist immer schön. Dann hatten wir das beantragt, haben das an DHL geschickt und haben auch mit denen viel Kontakt gehabt und darum gebettelt, dass unser Paket endlich durch den Zoll durchkommt, was ja teilweise auch eine Woche dauern kann. Und am nächsten Tag war es durch. Dann sollte es per Flug von Taschkent nach Urgench kommen. Das hat irgendwie nicht funktioniert und es gab ein großes Problem. Wir waren in Rücksprache mit Timur, er hat sich für uns eingesetzt, er hat richtig viel Druck gemacht, er hat seinem Chef gesagt, dass das Paket unbedingt geschickt werden muss. Und heute hat er den kompletten Vormittag am Flughafen gesessen und auf unser Paket gewartet, um es entgegenzunehmen und uns heute sozusagen auszuhändigen. Wirklich unglaublich nett und er hat uns auch schon zum Essen eingeladen. Heute können wir uns endlich revanchieren. Wir werden mit ihm zusammen Abendessen und natürlich Wodka trinken, was wichtig ist und dazu gehört. Wir freuen uns drauf. Ja, allen in allem können wir sagen, wir sind sehr, sehr froh, dass das Paket jetzt da ist und dass wir solche Hilfe hatten. Ja gut, du kannst sie ja aufbewahren. Vielleicht braucht man sie für was anderes. Ja. Aber ich habe jetzt genug andere Karat jetzt. Ha. Ha. Und hier auch. Und sogar ohne die Hilfe von deiner Frau geschafft. Ja. Fragen, ob es oben irgendwie. Ist du noch da? Ich bin da. Da, wo das hier drüber geht, da mit Plastik schon. Wir essen hier ein Nationalgericht. Dieses heißt Kasurma. Und es schmeckt sehr, sehr lecker. Es ist ein dünn gefüllter Teig mit Hackfleisch. Sehr lecker. Hier sieht man, wie in einer ganz tollen Showeinlage unser Rumsteak direkt an unserem Tisch vorbereitet wurde. Ja, wie sind wir dort gelandet? Wir wollten unbedingt Timur noch zum Essen einladen und er hat uns diesen Laden empfohlen. Wir waren dann zu dritt dort essen. Es war so lecker. Kurz noch zu den Preisen für ein gehobenes Restaurant in Urgench oder vielleicht sogar das gehobenste Restaurant in Urgench. Wir haben für Vorspeise, Nachspeise, Hauptspeise und Getränke für 3 Personen umgerechnet ca. 50 € gezahlt. Timur hat dieses Restaurant ausgewählt, weil es dort Live-Musik am Abend gab und eine große Tanzfläche in der Mitte des Raumes. Auf jeder Seite des Raumes ging es noch ewig weiter und es waren alle Tische gefüllt. An diesem Samstagabend waren sehr, sehr viele Geburtstagsgesellschaften anwesend und es sind richtig große Marionetten herumgelaufen, die jedem Geburtstagskind die Hand geschüttelt haben und Fotos gemacht haben. Hier übrigens unser extrem leckerer Schokobomben-Nachspeisekuchen. Müri hat dann auf der Tanzfläche getanzt und sich dort ein paar Frauengruppen angeschlossen und es war echt sehr spannend zu sehen, wie die Tänze dann vonstatten gegangen sind und Müri hat eine Menge Spaß gehabt.
Dieses Eis ist aus der eigenen Produktion. Usbekisches Eis. Uzbek ice cream. Very nice. Und wir sitzen Very good. hier in der Patisserie von Timos Freund. Welcome to Kharezm. Thank you very much. Hier sieht man uns am nächsten Morgen beim Frühstück bei Timos Familie. Allerdings zum letzten Abend noch, nachdem wir gezahlt hatten und gehen wollten, hat uns die Restaurantleitung in einen Nebenraum geführt und dort musste ich dann vor Kamera beschwipst von der Flasche Wodka, die ich getrunken hatte, zusammen mit den anderen natürlich, ein Feedback geben und ich habe erzählt, wie schön das Essen war und wie toll das Restaurant war. Wir haben dann 2 Bier bekommen dafür. So, ein großes Kapitel geht zu Ende. Wir waren heute Morgen noch bei Timur und seiner Familie zum Frühstück eingeladen. Es gab ein sehr, sehr leckeres Frühstück und Timur hat so eine liebe Familie. Wir haben zum Abschied sogar noch wunderschöne Tücher geschenkt bekommen. Das ist so, so lieb. Und jetzt fahren wir Richtung Bukhara. Ja, und wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir müssen am Mittwoch das Land verlassen. Wir haben auf jeden Fall einige Fahrten noch vor uns. Wir denken auf jeden Fall, dass wir das noch schaffen können. Freuen uns, dass es jetzt weitergeht. Wir gehen mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Es war sehr schön hier. Die Leute hier sind einfach nur unfassbar liebenswert und hilfsbereit und freundlich. Und ja, jetzt ist es an der Zeit weiterzuziehen. So ist es. Und hier noch ein kurzes Resümee. Wir waren jetzt insgesamt 15 Tage in der Gegend Khiva und Ugent. Wir haben die Zeit genutzt, um kreative Ideen auszuprobieren, zum Beispiel im Coworking Space, ein paar kleine To-Dos abzuarbeiten und uns irgendwie nochmal so ein bisschen zu sortieren. Und zu überlegen, was wir vielleicht auch in Zukunft vielleicht mal so als Projekte starten könnten. Wir haben uns Khiva oder Khiva angeschaut, was eine unfassbar schöne Stadt ist. Wir waren Fliesen kaufen und haben diese ins Auto eingebaut. Wir hatten auch eine tolle Zeit mit Malte, Steffi und den Kindern. Und natürlich dann eben auch dieser total schöne Kontakt mit den Locals. Außerdem haben wir noch 2 super schöne Tage mit Philipp verbracht, den wir in Khiva kennengelernt haben, gleich zu Anfang. Ein cooler Typ aus Hannover, der aber eigentlich Niederländer ist. Und einmal im Jahr einen Monat mit seinem Buchanka reist. Auch eine super coole Geschichte. Und ja, habe ich irgendwas vergessen? Es war eine wunderschöne Zeit. Das Ja. cool und hat mir wieder gut getan, an einem Ort längere Zeit zu sein und einfach ein anderes Leben mal wieder zu leben. Ja. Ja. Vor allem für mich war das Highlight einfach sozusagen ein bisschen zu sehen, wie es ist, woanders zu leben und dann auch am Computer zu arbeiten, so ein bisschen digitaler Nomade mäßig, weil das eventuell ja für uns in der Zukunft ein Modus sein könnte, der interessant ist. Oh, cool. Ja, was ich ganz besonders schön fand, war einfach, dass wir hier super diese Unterschiede oder sagen wir mal so diesen Kontrast beobachten konnten. Also wie gesagt, man fährt durch die Stadt und auf einmal liegt da eine Kuh oder es läuft ein Schäfchen und trotzdem ist es eine super moderne Stadt. Ja, diesen Mix aus Tradition und Moderne und wie sehr die Usbeken auch daran interessiert sind, selbst voranzukommen. Und was es hier einfach für richtig coole Leute gibt, fand ich super schön. Das Video ist hier leider auch schon zu Ende. Das nächste Mal fahren wir nach Bukhara und hier sage ich auch schon auf Wiedersehen und Higher.